Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor langer Zeit mal gezeigt, wie ihr einen Wickelschal ganz einfach selber nähen könnt, und das Video ging effektiv komplett durch die Decke und ich hatte auch viele Fragen bekommen von wegen, welche Maße es denn da für Kinderschals brauchen würde. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute noch ein Video dazu zu machen und euch zu zeigen, welche Maße ihr dazu wunderbar selber berechnen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte ja diesen Wickelschal für Erwachsene gemacht und da habe ich ganz viele Fragen gekriegt von den Größenangaben, auch für Kinder. Und deshalb habe ich mir was überlegt, wie ich euch das zeigen kann, wie ihr das ganz einfach selber berechnen könnt. Ich habe euch zwei Beispiele und diesen hier nehmen wir nachher auch zusammen, damit ihr seht, wie ihr das machen könnt. Bei dem ist es nicht ganz so kompliziert von den Knöpfen her wie bei dem für Erwachsene, weil wir nähen zuerst das Ganze zusammen und weil wir solche Knöpfe haben, die ich nicht vorher verstärken muss, weil ich keine Löcher quasi oder keine großen Löcher in den Stoff reinstanze, funktioniert das auch so ein bisschen besser und das können wir erst nachträglich machen. Jetzt erstmal zu den Maßen, damit ihr seht, wie ich das berechne. Was ihr ganz am Anfang macht, ihr guckt euch an oder ihr messt den Umfang, nicht die Länge, sondern den Umfang vom Hals und notiert euch das und da gebt ihr zu diesem Umfang dazu nochmal 5 cm, weil ihr wollt ja, dass da so ein bisschen Platz ist und dass es nicht zu eng ist. Von dem her hier plus 5 cm und dieses Ergebnis nehmt ihr dann einfach durch 2. Das ergibt euch quasi dann die Höhe, wie der Schal am Schluss sein wird. Aber wir haben ja jeweils, weil wir nähen ja mit 1 cm Nahtzugabe und die Knöpfe sind so ein bisschen nach innen versetzt. Von dem her rechnet ihr da oben noch 2 cm dazu und unten 2 cm dazu. Und deshalb haben wir hier das C, was wir aus diesen beiden Sachen errechnet haben. Das nehmen wir plus 2 plus 2, also diese 2 cm und diese 2 cm, das heißt C plus 4 cm gibt das D, das ist die Höhe eures Stoffes, das ihr braucht. Und dann, um die Länge zu bestimmen, nehmt ihr einfach das D mal 3. Und ich habe hier auch schon die Knöpfe angebracht, damit ihr seht, wo die sind. Ich nehme mal ein Beispiel, das hier. Da hatte ich einen Umfang von 21 cm. Das heißt, mein A ist 21 cm. Da habe ich die 5 cm dazu genommen, bin auf 26 cm genommen. Das habe ich durch 2 gerechnet, das sind 13 cm. Das heißt, die Höhe von meinem Schal ist 13 cm. Und dann habe ich zu diesen 13 cm noch die jeweils 2 cm dazu gerechnet, das heißt 13 plus 4 gibt 17 cm. Das heißt, meine Stoffhöhe hier war 17 cm. Und 17 mal 3 gibt 51. Das heißt, der Stoff, den ich für dieses hier verwendet habe, ist 17 cm mal 51 cm. Das Beispiel, was wir heute machen, das ist diese süße Schal hier. Da habe ich gemessen einen Umfang von 27 cm, das heißt Halsumfang ist 27 cm. Da diese 5 cm dazu genommen, dann sind wir bei 32 cm. Die 32 cm durch 2 gerechnet sind 16 cm. Das heißt, der Schal per se, diese Länge hier, das sind 16 cm. Und dann habe ich zu den 16 cm eben auch die 2 mal 2 cm gerechnet. Da sind wir bei 20 cm. Das heißt,
Die Stoffhöhe, die ich brauche, um den zu nähen, sind 20 cm. Und dann 3 mal 20 cm gibt 60 cm. Somit haben wir hier 20 cm und hier 60 cm. Und nach diesem Prinzip könnt ihr euch quasi, abhängig davon, wie der Umfang des Halses ist, könnt ihr euch die Stoffteile, die ihr braucht, selber berechnen. Der Stoff ist effektiv so berechnet, dass ich eben diese 1 cm Nahtzugabe ringsherum habe und dann eben auch noch so ein bisschen Platz, weil ich die Knöpfe ja nicht komplett außen am Rand mache, sondern noch ein bisschen nach innen versetzt. Also so ganz einfach. Ich mache das hier kurz ein bisschen größer, damit ihr das kurz abfotografieren könnt, damit ihr das auch für euch habt und so wunderbar auch euren eigenen Stoff berechnen könnt. Und jetzt gehen wir hin und nähen dieses süße Teil hier, was für einen Halsumfang von 27 cm geeignet ist. Für diesen Schal brauchen wir, wie gesagt, 2 Teile Stoff, die jeweils 20 cm mal 60 cm sind. Das habe ich geschnitten mit einem Schneiderlineal und dem Rollschneider. Dann brauchen wir, um die Knöpfe anzubringen, die Variozange und dann habe ich hier so Collar Snaps, weil die super einfach zum Anbringen sind und ich finde gerade für Kindersachen sind die super. Und wenn ihr das noch nicht habt, hier gibt es noch ein Toolset dazu, damit ihr das mit der Zange machen könnt. Dann Faden natürlich, ich werde hier mit einem grauen arbeiten. Vielleicht noch zu sagen zum Stoff, ich habe hier einen sehr dünnen Stoff und habe den ganz einfach mit so einer ganz dünnen Aufbügel-Flieseline noch verstärkt. Das könnt ihr machen, je nachdem, was für einen Stoff ihr nehmt. Und dann am einfachsten geht es, entweder ihr nehmt Nadeln oder ihr nehmt solche Wonderclips, um den Stoff zu befestigen. Und natürlich die Nähmaschine und ein Bügeleisen und eine Schere ist nicht schlecht. So, jetzt als allererstes legen wir die Stoffe rechts aufeinander. Und machen die ringsherum fest. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Ich habe bei dem Schal, den ich euch gezeigt habe für Erwachsene, habe ich jeweils dort, wo die Druckknöpfe sind, eine Verstärkung ran gemacht. Aber hier, da wir eben mit diesen Arten von Knöpfen arbeiten, ist es nicht notwendig. Was ihr jetzt macht, ihr lasst eine Wendeöffnung von ca. 10 bis 15 cm, je nachdem wie fest euer Stoff ist. Und dann näht ihr einmal ringsherum um das ganze Stück mit einem Zentimeter Nahtzugabe, mit einem Gradstich das Ganze fest. Never found somewhere I fit in. Until I met you I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Was ich ganz vergessen hatte zu sagen, am Anfang und am Ende verrielen nicht vergessen. Ich habe jetzt das Ganze abgenäht und jetzt könnt ihr die Ecken hier knapp an diese Ecke oder knapp an der Naht, nicht in die Naht hinein, sondern nur knapp an der Naht kurz abschneiden.
Und dann könnt ihr das Ganze durch die Wendeöffnung auch schon wenden. Dann könnt ihr den Ecken hier auch noch so ein bisschen helfen, dass die schön rauskommen. Ich nehme da jeweils so ein Chinas-Stäbchen zur Hilfe, das funktioniert dann auch ein bisschen besser. Voilà. Und was ihr jetzt machen könnt, ist einerseits das Ganze so zu bügeln, dass ihr die Kanten wirklich hier schön auseinanderzieht. Die jeweils so ein bisschen hin und her schieben, damit ihr hier wirklich schön Kante auf Kante habt. Und hier auch gleich die Wendeöffnung schön hineinlegen, damit wir das dann vernähen können. Das heißt, ihr legt hier beide rein. Und macht die fest. Jetzt gehe ich kurz ans Bügeleisen und werde das hier schön bügeln, damit ich hier eine schöne gerade Kante habe, um das dann zu nähen. So, jetzt habe ich das alles wunderbar schön gerade gebügelt und jetzt nähe ich das Ganze knappkantig. Das heißt, ich richte hier, also ich orientiere mich am Füßchen, aber ich richte die Nadel nach rechts aus und nähe komplett dem ganzen Stück entlang einmal mit einem Geradstich durch und somit verschließe ich hier auch diese Wendeöffnung. So, ich habe das gemacht und jetzt kümmern wir uns noch um die Knöpfe. Und da ist es ja so, der Schal hat ja jeweils oben in den Ecken je ein Ober- und Unterteil und dann auf derselben Seite nochmal ein, da wo das Oberteil ist, auch nochmal so ein Oberteil und da wo das untere Teil ist, auch nochmal ein Unterteil. Wir machen zuerst diese beiden hier. Das heißt, auf der Ecke, und ich habe die Teile hier schon auf die Zange gemacht. Na, hier kommt dieses runde Plastikteil und da ist so ein Metallzapfen, wo dann noch so ein Plastikelement oben drauf kommt. Ich markiere mir noch kurz, wo die Druckknöpfe hin sollen. Ich mache einen hier. Dann kann ich dieses Element hier in die Ausbuchtung reinlegen und hier durch das Loch durchfahren und von oben kommt jetzt dieses Tunnel, so dieses Tunnelteil drauf und das muss nachher von dem Element weggucken. Von dem her müsste das so drauf, ne? Ich lege das hier einfach mal rein. Und dann drücke ich das zusammen. Voilà. Hält wunderbar. Das ist das eine Teil. Ich nehme jetzt sicherheitshalber meinen Schal, weil ich habe es gerade falsch gemacht, ne? Also von wegen der hier, der stimmt schon. Der guckt hier nach innen, aber hier drüben, da muss das Teil von unten hochkommen. Das heißt hier, das Runde nach oben und das Element hier kommt so oben drauf, damit ihr, also diese Striche, die ihr hier seht, die müssen verdeckt sein. Das heißt, es kommt
so hier drauf. Das heißt auch hier wieder Zange, Zange und einmal festmachen. So, dann haben wir hier auch das zweite Element. Das heißt einmal oberes Teil von oben, einmal unteres Teil von unten. Und jetzt legt ihr quasi den Schal so hin, was eure Rückseite ist, und legt den so vor euch hin. Das heißt so, dann so vor euch hinlegen. Hier ist das schöne Teil, das wir ganz außen haben wollen, und das kommt jetzt so. Das heißt, ich schiebe das hier so runter und das hier oben drauf, damit sich diese beiden Ecken hier treffen. Genau so soll der Schal nachher liegen. Von dem her zeichne ich mir hier kurz, ich drücke da ein bisschen drauf, damit sich der Knopf abzeichnet. Dann weiß ich, okay, hier muss mein Knopf hin. Das ist der erste. Und da ich hier ein Oberteil habe, brauche ich hier unten jetzt das Unterteil. Das heißt, ich muss mit dem hier, zeichne mir das, also ich stoße es nur kurz durch, damit es dann im richtigen Ort rauskommt. So, der muss jetzt von unten hoch. Und da drauf kommt jetzt auch wieder dieses Element. Dann haben wir schon den ersten Druckknopf. Und jetzt eben gucken, dass hier schön diese Ecke unten aufeinander liegt. Und dann geht ihr hier hoch, weil hier hinten habt ihr auch schon einen Druckknopf. Da drückt ihr auch wieder drauf, damit es sich dann ein bisschen abzeichnet. Dann weiß ich, ich brauche hier meinen Druckknopf. Mache ich auch wieder zuerst kurz ein Loch durch, damit ich weiß, wo das liegen muss. So. Und das wollen wir ja jetzt, das Außen sollen ja die schönen Teile sein, ne? Und deshalb kommt hier jetzt der von oben runter. Und von der anderen Seite kommt wieder dieses und von der anderen Seite kommt wieder dieses Element drauf, so dass der Tunnel nach oben zeigt, ne? Auch wieder hier das Element passend reinmachen und mit dem oberen Teil drauf und festmachen. So. Und jetzt könnt ihr hier auch noch den Druckknopf festmachen, dann seht ihr, passt das wunderbar. Und dann habt ihr wunderbar genauso eben wie vorhin mit dem kleinen, habt ihr jetzt hier diesen Schal. Könnt ihr auch ein bisschen zurechtlegen, aber per se haben wir hier einen Druckknopf, hier einen Druckknopf und vorne schön diese Dreiecke. Anziehen, na, ihr würdet das hier so über den Rücken legen, dann nach vorne, dann legt ihr das so übereinander, legt den Druckknopf hier drauf, macht den fest und den anderen auf der Seite. Und dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen schön drapieren. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen, wenn ich den niemanden anziehen kann, aber ihr seht, das Prinzip funktioniert genau gleich wie der Schal, den ich für die Erwachsenen gezeigt habe. Und eben vom Stoff her könnt ihr das nehmen, was für euch am besten passt. Ich habe jetzt hier eher so ein bisschen sommerlich diesen Stoff gewählt, aber wie gesagt, da könnt ihr Jersey nehmen und für den Winter dann sicher eher so ein Stoff. Also
wie ihr das gerne habt. Aber das war das, was ich euch heute kurz zeigen will, damit ihr auch seht, wie einfach ihr die Maße auch für euer eigenes Kind bemessen könnt. Und das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos beantworten auch eure Fragen. Wenn euch interessiert, wie ihr einen Schal für Erwachsene nähen könnt, das Video werde ich euch am Schluss verlinken. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe heute, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und für diejenigen, die meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert haben, tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!